Wie geil ist das denn? Wir haben Ende März, T-Shirt-Wetter, Rasenmäher steht bereit und jetzt eröffnen wir endlich die Saison 2023. Endlich ist es soweit. Wir haben jetzt Ende März und endlich kommt der Frühling. Wir haben auch gleich T-Shirt-Wetter, weil letztes Jahr war es Anfang Februar, wo ich schon angefangen habe, meinen Rasen zu düngen, Rasen zu mähen. Also ihr merkt mal, wie extrem unterschiedlich das Wetter ist und vor allem auch die Jahreszeiten sind. Und bevor ich jetzt einfach loslege, einfach zu mähen, würde ich euch auch ein paar Tipps geben wollen, was ihr beachten solltet, was ihr machen müsst und. Doch bevor es richtig losgeht, ich habe mal wieder einen Unfall in meinem Rasen. Nicht von mir, ich nicht, sondern mal wieder der Hund. Ja, hier mal wieder ein Pipi-Fleck. Oh Mann, das ist so, ich finde es einfach nur ärgerlich. Er macht es gut, der Hund macht es wirklich gut. Aber man sieht hier ganz klar einen Urinfleck, weil außenrum wächst das Gras richtig gut. Er ist hier deutlich stärker gewachsen, das Gras, und hier ist einfach zu viel Harnstoff und dadurch verbrennt das Gras regelrecht. Diese Schadstelle werde ich heute ausbessern. Ich hoffe, es kommt keine weitere Schadstelle dazu. Ich schiebe es jetzt einfach, also es war der Hund, ja, ich schiebe es nicht auf den Hund, es war der Hund. Ich hoffe, dass der Hund dann einfach wieder runtergeht. Ich muss es ihm ja erst wieder angewöhnen. Klar, es war Winter, der Hund war jetzt lang drin und weiß natürlich nicht mehr, wo er darf und wo er nicht darf. Er hat drinnen übrigens auch nicht gemacht, wir sind natürlich immer spazieren gelaufen. So, ja, ansonsten der Rasen, ich würde einfach sagen, kommt mal mit, wir schauen uns mal an. Es sieht okay aus, er ist jetzt nicht perfekt, er ist etwas gelblich. Mal hier, mal da sind viele Schadstellen drin, aber im Großen und Ganzen ist er okay. Er wurde jetzt erst einmal gemäht, das ist schon ewig her. Aber so richtig gestartet bin ich noch nicht. Ich habe auch nur minimal Dünger ausgebracht, hat ein bisschen was gebracht, aber jetzt geht es erst richtig los. Bedeutet, ich werde jetzt erstmal den Rasen bürsten, ganz wichtig, von Steine, von Äste oder von Gestrüpp, sonst irgendwas, alles befreien. Dann wird gemäht, dann wird gedüngt, die Pipi-Stelle tue ich noch ausbessern. Und dann kommen immer wieder ein paar Tipps, was ihr beachten solltet und was ihr auf keinen Fall machen dürft. So. Bürste ist drin. Und wie gesagt, jetzt erstmal eine Rasenbürsten. Beim Bürsten bitte nicht zu tief stellen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ich habe gar keine so eine Bürste, ich habe kein Sterling, auch okay. Was mache ich da? Was kann ich da machen? Auf keinen Fall lüften, auf keinen Fall vertikutieren. Lasst es einfach bleiben. Ihr könnt hergehen, ihr könnt zum Beispiel mit dem Laubbläser einmal durchgehen, dass Äste etc. weg sind. Dann natürlich alles von Hand runterheben oder runterklauben. Was ihr auch machen könnt, ist dann natürlich mit dem Sichelmäher mähen. Entweder mit dem Mulchmäher, einem guten Mulchmäher, oder mit dem Sichelmäher. Und ich mähe aber heute mit dem Sterling, mit meinem Spindelmäher. Letztes Jahr zum Beispiel, da habe ich dann ja auch mit dem Mulchmaster gemäht. Aber ich habe jetzt einfach Bock, mit einem Spindelmäher zu mähen, weil ich habe auch sehr viel Unebenheiten drin. Mal hier, mal da immer wieder kleine Hügelchen von den Regenwürmern. Hier zum Beispiel. Hier sieht man es mal wieder, die Regenwürmer. Die haben natürlich ordentlich gewütet, dieses Jahr auch wieder. Aber zum Glück durch das Sanden relativ sandig. Durch die Bürste nehme ich das jetzt auf. Und trotzdem ist der Boden extrem uneben. Und deswegen will ich jetzt einfach mit dem Spindelmäher drüber fahren, damit der Boden auch relativ schnell wieder eben wird und geglättet wird. Für alle, die jetzt keinen schweren Spindelmäher haben, kann ich nur so viel sagen. Ihr könnt euch eine Walze organisieren oder am besten kaufen, weil diesen Part, den könnt ihr öfters machen. Walze sollte so zwischen 40 und 60 Kilogramm haben, bitte nicht zu schwer und bitte auch nicht, wenn es frisch geregnet hat. Weil wenn es zu matschig ist, sollte der Boden, dann wird der Boden zu stark verdichtet und das ist negativ fürs Gräserwachstum, weil einfach Sauerstoff fehlt.
Wie gesagt, ich bürste jetzt mal drüber und dann kann es eigentlich schon losgehen mit dem Mähen. So, alle Unreinheiten entfernt, müsste soweit passen. Jetzt könnte ich eigentlich oder kann ich mit dem Spindelmäher durch. Und da sollte natürlich keine Äste oder Steine drin sein, das wäre echt mega ärgerlich. Weil so eine Spindel hier, so redet man mal ganz grob von 500 €, nur die Spindel. Und wenn da ein Stein kommt, wäre natürlich schon richtig, richtig mies. Ja, bei Mähen, egal ob ihr mit dem Spindelmäher mäht, mit dem Sichelmäher, mit dem Robi, also im Prinzip egal mit was ihr mäht, ihr solltet nur aufpassen, darauf achten, dass der erste Schnitt scharfe Messer beinhaltet, also wirklich richtig scharfe Messer, damit ihr das Gras nicht zu sehr verletzt. Und ganz wichtig, bitte nur die Spitzen abschneiden, nicht von 40 auf 10 mm runter und gleich loslegen mit Vertikutieren. Nein, bitte nur die Spitzen runter, 2-3 mm. Durch den Schnitt von 2-3 mm nehmt ihr dem Gras nicht zu viele Nährstoffe weg, weil alle Nährstoffe sind jetzt im Gras eingelagert. Der Boden ist noch relativ kalt mit 12, 13 Grad Bodentemperatur aktuell, vielleicht auch nur 11, je nach Tageszeit. Und da sind die Bakterien und die ganze Freisetzung von den Nährstoffen noch nicht so intakt und noch nicht so aktiv. Deswegen bitte nur die Spitzen abnehmen, weil wenn ihr zu weit runter geht, dann stresst ihr das Gras und die Nährstoffversorgung ist nicht mehr gewährleistet oder schlecht gewährleistet, weil die Wurzel nicht so schnell die Nährstoffe nachbekommt, weil der Boden noch nicht so aktiv ist. Deswegen, wie gesagt, ganz wichtig, nur die Spitzen abschneiden. Dadurch wird das Gras angeregt, wieder zu wachsen, der Stoffwechsel wird angeregt und alles kommt langsam wieder in Fahrt und irgendwann könnt ihr wieder täglich mähen. Bürste raus, Spindel rein, Korb ran und dann geht's los. Ich mähe jetzt auf 20. Ja, ich mache mal 20. 20 müsste gut sein. Wenn es zu viel abgeschnitten wird, gehe ich einfach ein bisschen hoch. They look more like myself in the mag. I always see you. If I let them know, fuck up my bag. Lately, I need a reason to hold on. Motivate me to go strong. It's a problem and I just can't hold on. I've been fighting my demons. Lately, the pressure been stacking up high. You either swim or you sink and you die. And you cannot start if you play from the side. Lately, I need a reason to hold on. Motivate me to go strong. I just want them demons off me. I just want them all. I've been fighting my demons. Let them know fuck up my bag. Lately, I need a reason to hold on. Motivate me
Ja, das erste Mal wieder mähen. Rasen sieht echt wieder ganz okay aus, passt zumindest wenigstens wieder gleichmäßig, nicht so mal hügelig, mal ein Büschel. Und ja, ich denke, das ist soweit ganz okay. Aber ganz ehrlich, für Ende März, ich glaube, so schlimm wie jetzt für Ende März sah noch nie aus, weil einfach die Saison seither immer deutlich früher gestartet hat. Egal, auf jeden Fall, mehr packe ich jetzt rein und ich finde viel wichtiger als das Mähen, es sieht schon gut aus, aber zum richtig gepflegten Rasen gehören natürlich Rasenkanten, also Rasenkanten schneiden. Wenn die top gepflegt sind, sieht es auch nochmal richtig gut aus. Deswegen mache ich das jetzt noch. Und hier im Spielturmbereich, da ist er deutlich gewachsen, da werde ich jetzt auch noch mähen. Und dann gehen wir auf meine Problemzonen ein, also nicht meine Problemzonen, sondern Spielturm-Problemzonen. Da werde ich auch noch nachsehen. Mistake as this divide that separates us. Feel like a stranger in my skin. We swore we'd change, we'll swear again. Like it's a game, like it's pretend. But I can't fake love. So, jetzt geht es dem Hund an den Kragen. Nicht dem Hund, aber der Pipi-Stelle. Wir werden öfters gefragt, was man denn machen kann, um solche Problemstellen zu beseitigen. Wir haben ja den Placker. Der Placker ist aber leider zu klein. Jetzt habt ihr natürlich die Möglichkeit, ihr könnt ein KG-Rohr nehmen. Und die orangene Rohre, die kennt ihr bestimmt. Und könnt es im Prinzip mit dem Fäustel reinklopfen und könnt dann einen schönen kreisrunden Plug ausstechen. Das wäre auch möglich. Oder ihr nehmt einfach ein stabiles Messer. Darauf achten, dass da wirklich ein stabiles Messer ist. Und ihr schneidet einfach diese Problemstelle aus. Und das ist jetzt der Vorteil von der Supina. Die Supina wurzelt eh nicht tief. Und dadurch könnt ihr das Ganze schön rausschneiden, mit einem stabilen Messer runter und schön ausstechen das Ganze. Und dann habt ihr ein Rohling, eine Schablone für die saubere Fläche. So, das war's. Das ist das schadhafte Stück. Ihr seht die Wurzeln, das ist jetzt die Lolium perenne. Soweit wurzelt keine Supina runter. Also auch, ich habe natürlich auch Lolium perenne drin und Regenwürmer sind noch ein paar drin. Und vor allem hier, schaut mal hier, was man da sieht, von meiner Erifizieraktion richtig schön die Sandkanäle. Die haben wir auch hier. Und das nehmen wir jetzt und gehen an eine Stelle, wo es nicht so mitten im Rasen ist. Und da ändere ich es jetzt aus, tausche ich es aus. Und dann war es das schon. Ja, wo gehen wir hin? Hier einmal die Mitte. Da stört es niemand, da wird es auch nicht so belastet. Hat auch jetzt den großen Vorteil, wenn ich das jetzt hier mache. Hier rennen keine Kinder drüber. Da kann der Rasen richtig schön wachsen. Und da gibt es dann keine Probleme, sodass die neue Saat auch nicht gleich kaputt geht. Weil wenn ich das jetzt mitten auf der Fläche austausche und da rennen immer Kinder drüber und ich mähe öfters, der Hund legt sich wieder drauf und dann habe ich gleich wieder ein Problem, weil der Rasen relativ schnell wieder kaputt geht.
Da kommt jetzt Samen drauf, wird ausgebessert und das Stück wird jetzt da eingesetzt. Und wenn es zu flach sein sollte, vorher ein bisschen Sand drauf. Ansonsten bei der nächsten Sandaktion einfach Sand oben drüber und dann ist es auch schnell erledigt und der Rest wächst voll zu. So, jetzt tun wir noch die Problemstellen behandeln. Und zwar, ich habe es ja schon mal angesprochen, wir haben vor 3 Wochen ein Video gebracht, wo ihr auch hier meinen Rasen mal sehen dürft, wie er nach dem Winter immer aussieht. Weil im Sommer ist er eigentlich echt trotz Schaukelbereich richtig dicht und schön. Und hier haben wir aber auch ganz klar, habe ich auch Problemzonen in meinem Rasen, weil einfach die Belastung über den Winter viel zu groß ist. Der Rasen kann sich nicht regenerieren, die Belastung ist zu hoch und deswegen müssen wir da jetzt nachsehen. Je nachdem, wie verdichtet der Boden hier ist, könnt ihr das Ganze ein bisschen auflockern. Je nachdem, was ihr macht, also wenn ich jetzt hier mit dem Ding durchfahre, geht natürlich alles kaputt. Wenn aber alles noch relativ locker ist, dann könnt ihr einfach ein bisschen Samen drauf werfen, Sand drüber und dann geht das Ganze eigentlich auch. Was ich immer wieder mal mache, sind auch ein bisschen, also nicht arg durchfahren, sondern einfach nur ein bisschen auflockern. Da gibt es auch spezielle Kultivatoren, so Kultivator kann man durchfahren. Aber ich mache es eigentlich immer wieder mit der Hacke, das ist ganz gut. Dann belüftet ihr auch gleich den Boden, ihr regt das Wurzelwachstum wieder an, vor allem in diesem Bereich. Das machen wir jetzt auch noch hier. Hier können wir ein bisschen aggressiver ran. Hier muss das alte Gras erstmal raus. Ihr seht auch schon, hier kommt das neue Gras, also was das Neue ist. Die Wurzel ist stellenweise noch intakt, aber es reicht nicht aus. Und das ist relativ langwierig, das Ganze. Deswegen, ich lockere das immer so auf, so dass hier der Samen auch reinfliegen kann und der Samen sich schön zwischen den alten Gräsern verteilt. Schön kurz ein bisschen drüber gehen. Und wie ihr seht, ist der Samen jetzt innen drin im Gras und dadurch kann er jetzt schön, ist er geschützt und dadurch kann er jetzt richtig schön keimen. Wie gesagt, die paar Fehlstellen zweimal mit dem Spindelmäher drüber, dann ist alles wieder eben. Gehen wir hier noch ein bisschen drüber. Und ganz zum Schluss kommt dann noch ein bisschen Sand drauf. Bei solchen Stellen gehe ich auch immer mehr drüber. Da schaue ich auch nicht drauf, ob ich jetzt 10 Gramm oder 20 Gramm habe. Da kann auch mal sein, ich packe da mal 50 oder 60 Gramm Samen drauf. Was aufgeht, geht auf. Es ist gut. Und was nicht aufgeht oder dann wieder eingeht durch den hohen Konkurrenzkampf, ja mein Gott, dann ist halt so, dann habe ich halt 5 Gramm zu viel ausgebracht pro Quadratmeter. Das Wichtigste zum Start, eins der wichtigen Dinge, Düngen. Der Rasen braucht jetzt viel Nährstoffe, er braucht vor allem viel Stickstoff, damit er jetzt einen richtigen Punch, einen richtigen Push bekommt, damit die Schadstellen auch ausgebessert werden können. Und da ist es wichtig, ihr solltet ein Stickstoff zu Kaliumverhältnis von ca. 2:1 haben. Also ich nehme jetzt bei mir den Spring, der Spring Mini, der hat 25% Stickstoff und 9% Kalium, das ist ganz grob 2:1. Und das ist auch mega wichtig. Ihr solltet keinen Dünger jetzt ausbringen, der Kalium betont ist, weil dann will das Gras so nicht so richtig starten. Ihr solltet, wie gesagt, einfach darauf achten, dass er jetzt einen richtigen Push bekommt. Wir haben auch immer wieder die Fragen per Mail, Kommentare etc., welchen Dünger, wie viel Menge, wann soll ich am besten düngen. Am besten unsere Dünge- und Pflegepläne mal reinschauen, die sind kostenlos und da habt ihr dann alles in einem Blick. Ich nehme, wie gesagt, den Spring Mini und ihr werdet jetzt vielleicht auch schon einen Unterschied merken, denn er heißt Mini. Das ist nicht mehr das Elite-Granulat, sondern wir haben jetzt ein Mini-Granulat. Das ist ein bisschen gröber. Wir schauen uns den jetzt mal an. Ich habe hier auch noch einen älteren. Das ist das Elite-Granulat und der hat ist das Mini-Granulat. So, warum Mini? Das sieht ein bisschen anders aus. Die Nährstoffzusammensetzung, die ist gleich. Das ist der Mini und das ist der Spring als Elite-Granulat.
Es ist ein bisschen gröber, es ist wirklich nur minimal. Die Nährstoffzusammensetzung ist wie gesagt völlig identisch. Und da fragen uns auch immer viele, warum ist der gleich, warum jetzt Mini und kein Elite mehr? Da kann ich nur so viel sagen, es wird dieses Jahr vermutlich kein Elite-Granulat mehr geben, weil es hat was mit der Düngerherstellung zu tun. Die extrem feinen Kügelchen, die sind ja auch nochmals umhüllt, ummantelt und der Herstellungsprozess braucht einfach mega viel Energie. Und in Zeiten 2022, 2023, wo die Energie rapide gestiegen ist, also die Energiekosten extrem gestiegen sind für Gas, für Öl und auch die regenerative Energiequellen. Es ist ja einfach mega teuer, Strom etc. Deswegen hat Eurogreen auch gesagt, wir bieten nur noch die Mini-Variante an, nicht mehr die Elite-Granulierung. Die wäre einfach zu teuer, weil die Düngerpreise generell allgemein extrem gestiegen sind. Die sind innerhalb von 2 Jahren jetzt um über 30% gestiegen. Und um dem vorzubeugen, haben sie jetzt gesagt, sie machen die Mini-Granulierung. Was aber laut denen ihren Test vollkommen ausreichend ist. Und wenn ich mir das Granulat anschaue, das ist wirklich noch extrem klein im Vergleich zu manch anderen Düngern. Got no issues, it's kinda nice. Like running water into a paradise. Got no drama, feels like we arrived. Picture perfect, it don't exist. But when I'm with you, don't have to question it. True devotion. So, Dünger ist ausgebracht. Zum ersten Mal den Spring Mini verwendet. Das erste Mal war ja noch die Elite-Granulierung. Und muss schon sagen, es ist ein minimaler Unterschied. Also man sieht einen minimalen Unterschied. Zum Ausbringen ist es aber doch ein deutlicher Unterschied. Das hätte ich nicht gedacht, sage ich euch ganz ehrlich. Es ist nicht schlecht zum Ausbringen, aber die Einstellung muss komplett geändert werden. Einmal eine Stufe hoch und vor allem, dass er nicht so weit rausballert. Das merkt man richtig. Und was man auch merkt, ist einfach, dass die Verteilung etwas anders ist. Man sieht es besser beim Ausbringen. Man sieht besser, wo was rausgeht, weil er einfach gröber ist. Aber ich denke, vom Ergebnis wird sich nicht viel ändern, beziehungsweise eigentlich gar nichts. Weil wenn man überlegt, dass der Loopy Green extrem dick ist und groß ist, habe ich auch nicht viel gesehen in der Praxis, weil wir ja sagen, lieber öfters düngen und dafür weniger und somit habt ihr auch automatisch eine gleichmäßige Ausbringung. Ja, mein Rasen ist soweit vorbereitet. Ich denke, jetzt kann es sich ganz gut sehen lassen, vor allem jetzt Ende März. Und ich würde einfach sagen, wenn Fragen sind, gerne in die Kommentare. Ansonsten würde es mich auch sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, liked, Daumen da lasst, wie auch immer und auf jeden Fall nächsten Sonntag wieder einschaltet. Bis dann, ciao.